Mein Ziel war einfach, mit Musik meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das heißt Miete und halt ein bisschen drumherum. Auf einmal bist du, bam, irgendein Superstar. Aber ich bin kein Superstar, ich bin einfach ich. He's one of the hottest DJ producer right now in the world. His style is something different, really fresh. He was really like the first to really hit the radio with some bootlegs and remixes. For radio, it's perfect music. It's not just for a select crowd. Everybody can listen to it, everybody can enjoy his music. He's crazy too, he knows how to party, he knows how to make a night fun. He likes to party. It has a special vibe, and when you have your own special vibe, I think the path is free and you can do whatever you want. Der Kameramann muss ja nichts tragen, ne? Der Lohn. Willst du das rauslaufen? Oh oh! Oh oh! Also letztes Jahr hatte ich eine Hallentour, die sehr, sehr cool schon war, die sehr, sehr groß auch war, halt mit Live-Sängern und mit einer sehr guten Produktion. Das heißt 2 Trucks, 3 Nightlinern angereist, dann wurde halt eine komplette Bühne aufgebaut. Auf geht's. Das war in diesem Jahr 2016 unsere erste große Live-Tour. Das ist der nächste Step und das muss man machen einfach, um einfach zu schauen, dass er auch ein Popstar ist. Dass er nicht nur der DJ ist, sondern auch ein Popstar. Man kann einen geilen Gig haben, wenn man vor 200 oder 400 Leuten auflegt. Man kann auch einen geilen Gig haben, wenn man vor 75.000 Leuten auflegt. Das Wichtigste ist einfach, dass die Leute die Musik genießen und einfach mitfeiern. Also ich werde erstmal eingewiesen von meinem Production Manager. Dann erzählt er mir ein paar Sachen, wo ich halt nicht hin darf. Sei es jetzt irgendwie, wenn irgendeine CO2-Kanone hochgeht oder Feuerwerk. Kurz davor setze ich mich dann auf diese Treppe vom DJ-Pult. Einmal tief durchatmen, weil ich immer sehr aufgeregt bin vor meinen Gigs. Aber wenn ich dann oben stehe und das Publikum sehe, dann weiß ich, die warten auf mich, die haben Bock auf mich. Dann läuft das Intro. 3, 2, 1. Ein DJ ist ja jetzt keine Band. Band, das sind mehrere Leute, die performen mehr und sowas. Und dann haben wir halt Visuals im Hintergrund. Und probieren dadurch halt das Publikum mehr zu begeistern. Da haben wir von vornherein gesagt, okay, wenn wir das machen, dann machen wir das jetzt richtig. Haben wir auch sehr groß investiert in Visuals. Wir wollten halt was ganz Besonderes machen. Und man hat ja gesehen, dass die Tour natürlich auch eingeschlagen hat wie eine Bombe. Wir haben teilweise bis zu 8.000 Leuten gespielt. In München und in Hamburg, ausverkaufte Hallen. Also die ganze Tour war komplett ausverkauft. Da haben wir auch ein Sold All Award dafür bekommen. There's a moment when it's perfect.
Das erste große Highlight in der Show bei uns ist Sun Goes Down. Einerseits, weil wir Jasmine Thompson dabei haben als Special Guest, als Live-Akteurin, die ihn live singt. Und einfach diese Abendstimmung, die jeder aus dem Sommer kennt, wenn er im Urlaub ist, am Strand, haben wir versucht darzustellen. Performing live on stage with Robin is very special because it's sharing such an incredible moment. To be on stage and like see that many people in the audience is such a rewarding feeling, and to share it with someone is really, it's very special. As the sun goes down. Show Me Love ist ein sehr stimmungsvoller Song, wieder mal. Und durch den Judge, der einfach ein wunderbarer Bühnenperformer ist, der sehr präsent ist, der es schafft, das Publikum sehr gut abzuholen und zu animieren. I'm only singing one song, but it feels like a really big part of the show and a special moment. Anytime that we sort of step on and there's live vocals, it feels like it gives the show a good lift. And for me, it's amazing. It's a great fun. Every single night has been just so special. Eines Tages packst du deine Sachen, du hast Angst und gehst doch fort. Eines schönen Tages spürst du Türen, trittst sie ein und glaubst kein Wort. Ja, Robin war immer schon Zappel-Philipp und als Kind schon hyperaktiv, ja, immer in Bewegung. Er liebte immer von klein auf an schon Musik. Und dann, sobald es einen Computer gab, saß er in seinem Zimmer und er hat immer schon gemacht und getan. Ne? Ja, eigentlich schon immer. Mein Dad war damals in den 80ern auch ein DJ. Meine Mama hatte damals einen Club gehabt, aber da war ich noch nicht geboren. Es war Anfang der 80er, ich bin ja 87er Baujahr. Und ja, mein Dad hat halt immer noch viel elektronische Musik gehört. Also die damalige elektronische Musik, die 80er Musik. Und das hat mich schon beeinflusst. Das erste Mal war ich 15, wo ich im Club war, und ich habe mich direkt da drin verliebt, also in die Musik, in die Menschen, und es war einfach richtig, richtig geil. Und ja, dann habe ich beschlossen, auch DJ zu werden. Eines Morgens weißt du, auf den eigenen Beinen stehen, nichts ist so schwer. Er hat dann später, als er dann älter wurde, in Clubs aufgelegt. Mit 17 hatte ich dann meinen ersten Gig in Osnabrück. Er hat keine Gage bekommen, nur für seine Freunde und für sich so Getränkebons. Hier waren meine ersten DJ-Versuche. Damals hieß der Laden Dekadenz. Ich habe natürlich alle meine Freunde eingeladen, und eine damalige Freundin hat noch so ein kleines Schild gemalt: Robin, ich will ein Kind von dir. Hat sie so hochgehalten, musste ich mich kaputt lachen. Also ich hatte eine gute Unterstützung da, weil die wussten ganz genau, mein erster DJ-Gig, da haben sie mich gut angefeuert, und doch, es war geil. Ja. Also mein ganzer Freundeskreis hatte was mit elektronischer Musik zu tun. Also die sind immer gerne feiern gegangen oder es waren DJs. Hier war das erste Freie Vögel von meinem guten Freund Daniel Bruns, der hat das hier veranstaltet. Hier habe ich damals auch aufgelegt. Aber halt draußen und umsonst. Guck mal, da stehen die Traversen noch. Aber es sieht genauso aus wie früher noch. Sogar die Tanzfläche steht hier noch. Ich glaube, das haben sie nicht abgebaut hier, obwohl das schon Jahre her ist. Steht die Bühne hier noch, oder was, vom letzten Mal? Sogar die Tanzfläche, also Du, hier mal stehen lassen. Ja, ey, ohne Scheiß jetzt, du oder? Heute hier spielen, oder nicht? Es hat sich nichts verändert. Ich tanze ein bisschen und du... Ja. Das können wir doch so gut machen, oder?
Also der Daniel Bruns, der ist ein Urgestein in Osnabrück, legt schon seit Ewigkeiten hier auf. Und zu den Leuten hat man halt immer sehr hoch gesehen. Ich war immer der Kleine und er war der Große, so weißt du? Ja, der große, bekannte Osnabrücker DJ und der die Festivals veranstaltet oder halt auch in Clubs veranstaltet hat. Und dann habe ich mich echt gefreut, als er mich mal angesprochen hat. Ja, wollen wir nicht mal was zusammen machen? Das waren so die ersten Partys, wo Robin dann mitgespielt hat. Ja, und dadurch wurde er dann auch relativ schnell bekannt in Osnabrück. Also ich komme von der Tanzfläche, ich liebe es zu tanzen und das bereitet mir Freude. Wenn man selber DJ ist und so auf die Leute dann halt natürlich auch ein Auge hat, so wie die halt auf die Sachen reagieren. Und dann war Robin immer so der im Break, der komplett total verloren war so und danach so hochgesprungen ist. Und, ja, so, der fällt halt auf so ein Bengel, ne? Ja. Das hat mir sehr, sehr viel gegeben, weil sonst ging es dann halt ins normale Leben wieder und da konnte man einfach abschalten und einfach Spaß haben und an nichts denken, nur einfach den Moment genießen. Ibiza ist ganz klar das Mekka der elektronischen Musikszene. Hier sind die größten Clubs der Welt, renommierte Namen wie das Pascha, das Ushuaia, das Space, Amnesia, Privilege. Und eigentlich ist es ein Traum für jeden DJ, dass er mal auf Ibiza spielt. When you're playing in Ibiza, you're playing in the summer, so everybody brings like this massive amount of summer energy to the island. Die Besonderheiten von Ibiza sind einfach, glaube ich, dass sich hier alles zentriert, was gerade mit der elektronischen Musik zu tun hat. Dass hier ein ganz besonderer Vibe herrscht. Sehr, sehr viele Leute. Man trifft, glaube ich, gerade in der Musikbranche jeden. Ibiza ist halt Dance, alles. Das Radio, wenn man das Radio anschaltet, läuft die ganze Zeit Dance-Musik. Was richtig krass ist, also wenn du dann durch Ibiza fährst und halt so ein riesen Plakat da siehst, wo deine Fresse drauf ist und das auf Ibiza. Also auf Ibiza ist halt ganz schwierig, da irgendwie eine eigene Residency hinzukriegen oder sowas. Also das kriegen wirklich nur Leute, die lange im Geschäft sind oder die halt wirklich was erreicht haben. Man sieht das ja. Das sind eigentlich nur Avicii, Martin Garrix, das sind halt die ganz großen Namen. So from the very beginning we knew that we wanted him to work towards an aspiration that he could become a resident at one of the clubs. And we're in sort of stage 2 of our planning now. Das heißt nicht, wenn du einen Welthit hast oder so, dass du auf Ibiza auf einmal King bist oder was. Das ist absolut nicht. Also das ist eine ganz andere Welt. Das ist sehr hartes Pflaster da. Letztes Jahr hatten wir schon vor, eine Residency zu machen, aber da hat Stefan gesagt, erstmal kleine Brötchen backen, weil wenn man es einmal verkackt auf der Insel, da hat man nie wieder eine zweite Chance. Das letzte Jahr haben wir schon mehrere Partys mit David Guetta gespielt, sei es im Ushuaia, sei es im Pascha. Und haben dieses Jahr unsere erste große eigene Party, die wir co-headline mit Oliver Heldens zusammen. Die Party wird sich Blue nennen, im Ushuaia. Wird am Donnerstag stattfinden, wird Armin von Buuren ablösen, der bis dahin mal seine Nacht hatte. Also wir kommen gleich an, dann gehen wir direkt in Backstage rein. Ich bin immer so meistens eine Stunde vor Playtime da. Das heißt ein Bierchen trinken, ein paar Freunde treffen und ein bisschen quatschen noch. How are you? Good. Feder ist dabei, der auch Nummer 1-Hit hat. Selbst Felix Jähn spielt mit uns zusammen. Klingande sind dabei. Und das Lustige daran an der Party ist, dass wirklich jeder Künstler, der dort auftritt, Nummer 1-Hit hatte. I think Ushuaia has changed Ibiza forever in terms of what we do for 21st century artists who are global superstars. There is really only one place for these kinds of DJs to play in Ibiza, and it's Ushuaia. Also im Ushuaia, das ist ja tagsüber. Du siehst den Sonnenuntergang noch. Das ist halt Open Air. As the sun goes down. The difference between Ushuaia and anything else on the island is that Ushuaia is not a club. It's like coming to a live gig.
Das Besondere am Ushuaia ist natürlich, dass es ein Hotelkomplex ist. Die Zimmer sind ja um einen Pool gebaut und da ist die Bühne auch direkt in der Mitte. Das heißt, wenn du dir ein Zimmer mietest, kannst du direkt die Shows direkt von dem Balkon aus angucken. I think he's really come into his own here as a superstar in Ibiza. People are coming to Ibiza to see him play. Es ist natürlich Prestige, dass man auf Ibiza ist. Die ganze Welt schaut da drauf. Wenn du einen eigenen Abend im Pascha hast oder im Ushuaia oder mit David Guetta zusammenspielst bei Fuck Me I'm Famous, der größten Veranstaltung auf der Insel, das ist natürlich für uns auch gut. Natürlich kriegt man dann dadurch andere Bookings, also die Gagen werden dann auch anders gehandelt. Das heißt, wenn man eine Residency auf Ibiza hat, dann hat man es wirklich geschafft. Robin hat bei uns komplett eine Lücke gefüllt. So. Und dann hat er, wie gesagt, auch das erste Mal bei uns gespielt und direkt alle Mädels auf der Tanzfläche und alle Robin halt ja, das war Mädchenmusik damals. Ja, war halt, genau, Mädchenmusik. So. Aber hat halt bei uns reingepasst. Man hat sich auch mal in seine Produktion reingehört, was er damals schon auf den Weg gebracht hat. Und ja, man wusste schon so, okay, da kommt was von dem Jungen. Ich wollte halt Mucke machen. Ich hatte gar keine andere Möglichkeit. Ich hatte kein Geld, ich hatte nichts, so, weißt du. Ich habe noch mit einem Pentium 3 Prozessor damals angefangen. Da hatte ich mir Fruity Loops runtergeladen. Ja, am Anfang, als Robin immer am Computer gesessen hat und da mit irgendwelchen kleinen Dateien rumgeschoben hat, wusste ich auch nicht ganz genau, was ich da jetzt mit anfangen soll. Aber man hat dann ja relativ schnell Ergebnisse gehört. Ja, da habe ich mich jeden Tag rangesetzt. Immer weiter gelernt, immer auf YouTube Tutorials angeguckt, weil ich ja auch keine Produzentenfreunde hatte. Aber irgendwo muss man ja seinen Input kriegen oder irgendwas lernen. Und dann musste halt irgendwann ab einem gewissen Punkt ein besserer Rechner dran, der einfach eine bessere Datenverarbeitung hat. Irgendwann habe ich mich getraut, meine Freundin zu fragen, ob sie nicht also nur die Unterschrift geben kann, dass auf Ratenzahlung, dass ich mir ein MacBook holen kann. Das war mir sehr unangenehm. Ich glaube, ein halbes Jahr oder so, da habe ich drüber nachgedacht, ob ich jetzt nachfrage oder nicht. Dann habe ich irgendwann nachgefragt. Und dann hat es wirklich gemacht und da bin ich ihr sehr dankbar für. Und es musste funktionieren und es hat funktioniert. Und ja, der Laptop war auf jeden Fall der ausschlaggebende Punkt, warum er auf jeden Fall noch weitergekommen ist. Ich habe noch nie vorher einen gesehen, der so für seine Sache gekämpft hat wie Robin. Also war eigentlich einer, den man bei Facebook aus der Freundesliste löschen wollte, weil er so immer, hier, hör dir mal meine neuen Sachen an, hör dir mal meine neuen Sachen an. Wir haben da wirklich stundenweise abgewechselt, wer jetzt wann wo was postet. Und das von Tag zu Tag, immer und immer wieder und immer wieder, weil man muss was machen. Wenn man was kann, dann muss man auch irgendwie im Fokus kommen. Und im Fokus zu kommen, das ist unglaublich schwierig. Er hat sich selber so viele Kanäle aufgebaut, über die er seine Fans und Leute halt versorgt hat. So. Habe ich vorher so noch nicht gesehen. So. Irgendwann hat es funktioniert und ich habe die Sachen dann auf Soundcloud hochgeladen und dann hat man halt nicht nur Input oder Feedback vom Freundeskreis gekriegt, sondern von der ganzen Welt. Die richtigen internationalen Erfolge sind durch die Bootlegs gekommen, aber er war vorher, hatte er schon Hype gehabt, so durch seine eigenen Sachen, die er gemacht hat. So. Same und Sunset und was weiß ich was. Das waren so Soundcloud-Knüller von ihm, würde ich mal sagen. Da sind auch viele Leute auf ihn aufmerksam geworden. Mein Ziel war einfach, mit Musik bzw. mit DJing meinen Lebensunterhalt zu verdienen. Das heißt Miete und halt ein bisschen drumherum. Ne? Also das war mein Ziel damals. Und ja, dann ging es auf einmal plötzlich steil bergauf. Slowly drifting away, wave after wave, wave after wave, slowly drifting. Damals, als dann die Waves gekommen ist, kamen natürlich dann auch die größeren Bookings von Robin, weil seine Klickzahlen halt gigantisch waren. Also für einen Provinz-DJ damals noch war das unglaublich. Wenn man No-Name ist, dann hat man keine Möglichkeit, mit guten Stimmen zusammenzuarbeiten. Dann greift man halt auf andere Sachen zurück. Das heißt, man nimmt sich Songs und macht daraus einen Remix. My face above the water.
My feet can't touch the ground, and it feels like. Damals war es noch ein Bootleg, weil das war ja unautorisiert. Ich durfte das ja eigentlich nicht machen. Das war ruckzuck, also das habe ich in 5 Stunden oder so produziert, weil das war ja auch keine Riesenkunst so gesehen. Aber damit bin ich bekannt geworden. Also jeder in Osnabrück kannte Waves. Irgendwann kamen dann halt Leute von außerhalb, hier kennt ihr Waves? Ja, kennen wir schon seit einem Jahr. Dann fing das halt auch an, dass er öfters mal im Ausland gespielt hat oder auch erst in großen anderen Städten in Deutschland. Ja, da wurde die Aufmerksamkeit halt immer größer. Energie! I wish I could make it easy. Easy to love me, love me. Dann ging es natürlich richtig durch die Decke, als die Major-Labels, die Großen, seine Nummern dann nochmal rausgebracht haben. Ne? Und Robin Schulz war es damals so, haben wir immer wieder was gehört. Oh, der Robin Schulz aus Osnabrück, der macht so schöne Bootlegs und der macht so schöne Geschichten. Wir haben versucht, ihn zu kontaktieren. Es war relativ hart, muss ich sagen. Also ich habe ihn gefunden bei Soundcloud, da hatte er 50.000 Follower, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Da war aber keine Kontaktadresse. Irgendwann habe ich dann halt mal Nägel mit Köpfen gemacht und habe halt gesagt, so alles klar und jetzt fahren wir hin. Das war eine Nacht- und Nebelaktion. Habe durch Zufall auch noch vorher mit Freunden von mir geredet. Und dann sagt er, ich treffe Robin Schulz. Dann sage ich, Wahnsinn, super. Du triffst den Jungen, den ich jetzt schon lange gehört habe, aber nie persönlich sprechen konnte. Super. Und mach einen Deal, mach ihm ein Angebot. Und sagt er, ja, das wird teuer, der spielt viel, der hat schon Tracks auf Compilations, muss mal gucken, ob ich das kriege. Und dann habe ich gesagt, hey, dann lass uns das zusammen machen. Ja, wir haben dann lange geredet und haben am dem Tag eigentlich schon seinen ersten Plattenvertrag gemacht. Und auf seiner Soundcloud hatte er damals schon das Lilywood in the Prick Prayer als Song, als Bootleg, als Edit. Ja, Pray and See war dann, glaube ich, also für mich auch persönlich jetzt die noch stärkere Nummer. Das war ja der Sound des Sommers. Ne? Die hat man überall gehört und jeder hat sie gespielt und der Track ging los und alle hatten irgendwie gute Laune auf einmal. Also ich habe immer viel gestöbert und die Nummer habe ich auf YouTube gefunden und dann zack, höre ich das Gitarrenriff. War einfach überwältigend. Also ich glaube, ich habe die Nummer noch von YouTube gerippt. Jeder sagt so, oh Gott, Pray and See, da hat er ja gar nicht viel gemacht. Aber so ein Stück mal zu finden, ein 5 Jahre altes Stück, Indie-Stück. Der Titel war ein reiner Albumsong. Und er fand die Stimme toll, er fand die Komposition perfekt, er fand die Stimme perfekt. Und es war ein komplett gänzlich unbekannter Titel, den keiner kannte. Jeder hätte ja die gleiche Chance gehabt. Der Robin Schulz hat diesen Track entdeckt. Das Original war einfach der Hammer. Und ich dachte mir, vielleicht ein bisschen schneller, ein bisschen tanzbarer, ein Drumming drunter, eine Bassline. Und dann war es für mich perfekt. Und anscheinend war es dann auch für ganz viele andere. Das wurde ja ein Welthit. Damit hätte ich aber überhaupt nicht gerechnet. Dann gab es halt einen Videodreh in Berlin. Mein erster Videodreh. Boah, ich war so nervös, weiß ich noch. Und der ging so mega früh los. Ich glaube, 4 Uhr morgens mussten wir schon am Set sein, weil wir gerade den Sonnenaufgang mitkriegen wollten. Ne? Sind wir mit einem Cadillac rumgefahren, mit so einem riesen Hund und alles. Und ich saß so mit der Fahne noch oben drauf, mit tanzenden Mädels. Und boah, das war echt... erster Videodreh. War schon cool, aber war irgendwie ein ganz komisches Gefühl, so, weißt du? Man wusste nicht, wie man gucken sollte oder was weiß ich, weißt du? Das war ein Musikvideo. Da waren wir alle sehr froh, dass Warner Deutschland das dann gesigned hat. Und dann geht es darum, okay, wie macht man das jetzt mit dem Rest der Welt? Dann ging das internationale Marketing los. Und in der digitalen Welt ist es so, dass es simultan in allen Ländern veröffentlicht wurde. Waves war ja schon Welthit, auf einmal das und das hat er noch alles übertroffen. Und Pray and See ist die erfolgreichste in Deutschland produzierte Nummer im Ausland. Und das ist schon krass. Also das heißt, ich habe Nena 99 Luftballons überholt. Ja, Pray and See hat sich erst in Frankreich, Deutschland entwickelt und dann eigentlich sehr schnell Skandinavien, Benelux, die Rest Europas, Osteuropa dazu. Für uns war es wirklich ab dem ersten VÖ-Tag ein Managen von
von Kollegen im Ausland, von Anfragen, Interviewanfragen, mehr Radioplay und es hat einen riesen Spaß gemacht, einen riesen Erfolg. Und so ging es um die ganze Welt. Und dann siehst du die Shazam-Zahlen, die sehr wichtig sind auch. Und dann geht es dann US und dann Südamerika rein. Jeder wusste, das wird was Großes, dass es natürlich hinterher in fast 50 Ländern iTunes Nummer 1 ist. Und ich müsste nur mal auf den Zettel gucken, über 50 Gold und Platin irgendwie weltweit hat. Das kann natürlich keiner wissen. Er gilt mittlerweile als auch einer der maßgeblichen Künstler für die Warner Music Group weltweit. Er ist der wirklich erfolgreichste Künstler aus Deutschland heraus, den es jemals gegeben hat. Das war nicht zu begreifen. Also das war halt, du hast zu Hause auf dem Pentium 3 Mucke produziert und auf einmal hast du eine Auszeichnung, wo du, weiß was ich, wie viele 100.000 Platten verkauft hast. Robin Schulz! Und schwuppdiwupp aus dem Robin Schulz, wo wir uns Mühe gegeben haben und gestartet sind, innerhalb von 6 Monaten Weltstar geworden mit 2 internationalen Nummer-1-Hits. Die Zeit damals, als das anfing, war so rasend schnell, man konnte sich eigentlich auf nichts einstellen. Wir konnten es nicht und wir wussten gar nicht, wie uns geschah oder ihm auch nicht. Jeder hat an ihm gerüttelt, jeder wollte, dass er da spielt, von Portugal, Amerika bis hin alle Länder eigentlich in Europa. Turn up! Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel, was auf einen zukommt. Man hat extrem viele neue Erfahrungen auf sehr, sehr kurzer Zeit. Erstes Mal Privatjet fliegen. Ich glaube, das erste Mal, wo ich mit Privatjet geflogen bin, den habe ich selber gar nicht gebucht, sondern Veranstalter. Und natürlich, dann gab es erstmal großes Fotoshooting vor dem Flieger. Also ich war stolz wie Oscar. Also verdammt, ein Privatjet. So, was ist das denn? Es ist halt ein Privatjet. So. Wer kann denn mit einem Privatjet fliegen, so, weißt du? Letztes Jahr hatte ich im Sommer halt viele Gigs in den USA, dann wieder in Europa, Südafrika oder sonstige Sachen. Dadurch, dass man so oft fliegt, ist das jetzt wie Autofahren. Also da habe ich überhaupt gar keine Angst mehr, egal wie groß die Maschine ist. We've really cut it back. Robin can do 3 gigs in a day, I'd say, in different places in Europe. I think we're now getting to the point where 2 is a maximum and 1 should be the norm because he exhausts himself when he's playing. But, I mean, anything's possible with a private plane, isn't it? Das sind einfach wirtschaftliche Kalkulationen. Dadurch kann man halt 2 Auftritte mehr machen. Die kannst du einfach nicht mit einem normalen Linienflieger bewältigen. Also da brauchst du halt einen Privatjet. Das ist dann kein Luxus mehr, sondern ein Mittel zum Zweck. Das viele Reisen, das gehört halt zu seinem Job dazu. Jetzt in letzter Zeit ist es halt ganz cool, dass ich viel mit kann, viel mitreisen kann. Also für mich ist das immer sehr, sehr schön, dass wenn meine Freundin immer reist, dann freue ich mich, dass ich ins Hotelzimmer komme und jemand auf mich wartet. Also das gibt mir dann doch wieder Kraft. Also alleine ist manchmal schon blöd. Ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man immer eine Person dabei hat, die man richtig gut kennt und die einen schon anguckt und weiß, was mit einem los ist. Er kennt sie tatsächlich noch weit vor der Zeit, wo es bei ihm so brutal abging. Es gibt wirklich ein Foto, wo ich irgendwie 6 bin und sie 4 oder sowas. Anscheinend auf irgendeinem
fest zusammen auf der Hollywood-Schaukel saßen und ja, 2 Kinder hatten die Arme hoch und das waren wir beide. Da kann ich mich jetzt persönlich nicht mehr dran erinnern. Wo wir uns dann aber kennengelernt haben, war im Hyde Park bei uns in Osnabrück. Da haben sich auch schon meine Eltern kennengelernt. Unsere Eltern sind damals gemeinsam dahin gegangen und ja, dann haben wir uns da kennengelernt. Dann kam eins zum anderen und jetzt sind wir schon über 5 Jahre zusammen. Ja. Ich weiß immer, wenn ich ihn angucke, ich sehe immer nur ihn. Den Bengel, den ich kennengelernt habe. Also sie ist mein Ruhepol, wenn ich nach Hause komme oder wenn ich gestresst bin oder sonstige Sachen. Sie ist immer da und bringt mich runter. Die haben schon lange zusammen gelebt, haben sich eine Einzimmerwohnung in Osnabrück geteilt und können jetzt stolz behaupten, dass sie zusammen in ein Haus ziehen, haben sich das aber alles irgendwie zusammen auch aufgebaut. Natürlich grundsätzlich durch seine Musik, aber sie war immer da und hat ihm immer den Rücken gestärkt. Und ich glaube, das tut sie auch jetzt und das macht sie gut. Ich glaube, die Mädels sind betrunken. Ich verstehe natürlich auch so eine Plattenfirma im Hintergrund, die dann sagt, wir müssen jetzt das machen und wir müssen jetzt hier machen und morgen muss dann noch mal hier und dann bitte noch mal einen Kopfstand und dann noch mal Salto rückwärts und das und das. Wenn man so in einer Major-Plattenfirma arbeitet, ist es ja gang und gäbe, dass ein Künstler mehr oder weniger unbegrenzt zur Verfügung steht. Das sind Künstler eigentlich so, wie wir sie kennen im Normalfall. Aber das kann ich nicht oder möchte ich gerade nicht. Vielleicht lerne ich das irgendwann, dass ich das cool finde. Oder, aber jetzt im Moment ist halt nicht so meins. Ja. Wenn wir jetzt eine Karriere daraus bauen wollen, dann wollen wir ihn visibel machen. Und dann brauche ich ihn vor Ort, und dann brauche ich Interviews oder IDs. Okay. Hey, this is Robin Schulz. Hey, this is Robin Schulz. Listen to my new single, Heatwave. Hey, this is Robin Schulz. Listen to my new single, Heatwave, now on Spotify. Nicht now. Oder? Kann man now auch sagen? Einen, um sicher zu gehen? Ja, komm, ein noch. Habe ich schon wieder Wave gemacht? Heatwave. Hey, this is Robin Schulz. Listen to my new single, Heatwave, on Spotify. So, jetzt auch Tschüss. Jetzt hat man es hier mit einem Künstler zu tun, der eigentlich genau das Gegenteil macht, sich überhaupt nicht wohlfühlt vor Mikrofonen und damit muss man umgehen lernen halt. Ich krieg direkt Schweißausbruch hier. Wenn ich hier auf so einem Stuhl sitze mit Kamera vor mir und da drehe ich direkt am Rad. Ja. Ich werde so nervös, ey. Ja, das ist ganz schlimm bei mir. Bis hier ungefähr. Also bis kannst du es ungefähr hinhalten, wenn dir das hilft. Er steht eigentlich nicht gerne im Mittelpunkt. Er wird immer gerne die Musik sprechen lassen, das hat er immer gemacht. So hat er auch angefangen, ne? Anonym, übers Internet, nur mit seinem Namen. Am liebsten würde er eigentlich, dass es immer noch so weiterläuft. Und wenn es geht, nicht viel rumzappeln, weil ich relativ nah ja, das ist ja das Ding. Das ist halt einfach so sein Charakter. Er ist halt ein zurückhaltender Mensch. Ich glaube, das hört man auch in seiner Musik. Um Leute so mit dem Herz zu berühren oder das Herz der Leute zu berühren, so, und dafür musst du halt ein stilles oder ein tiefes Wasser sein. Ich muss das nicht alles mitmachen und möchte das auch einfach nicht, weil es geht auch so. Ich bin doch auch im Arsch, ich kann doch jetzt nichts mehr sagen, Alter. Und gleich nach der Show sowieso. Du musst doch nicht jetzt entscheiden, dann machst du nach der Show einfach intuitiv. Vielleicht ist sie cool und nett, wie du willst. Ich sag dir, gib dir nur weiter, was er gefragt hat. Ich habe gesagt, normalerweise nicht. Ach, genial. Kein Interview, hat er auch extra gesagt. Das ist ein Interview. Ja, aber er meinte, es wird nicht so gestellt, sondern so ganz normal, wie geht's dir? Wie war's? Ja, hast Bock gemacht? Ganz locker. Und 1 Minute, 60 Sekunden. Wenn du keinen Bock hast, dann nicht. Da haben wir eine Weile mit ihm auch diskutiert und mit seinem Management diskutiert, mit Stefan diskutiert und intern diskutiert und haben an einem bestimmten Punkt gesagt, okay, wenn es so ist und wenn du dich dabei nicht wohlfühlst, dann machen wir es for the time being, machen wir es so und machen wir es ohne Interviews und ohne viel gesprochenes Wort, nur das, was nötig ist, aber wo du dich wohlfühlst. Ja, wenn du elektronische Musik oder Dance-Producer anschaust, ich glaube nicht, dass es irgendwann mal jemand gegeben hat, der wegen Presseinterviews erfolgreich geworden ist. Das ist die Mission, dass man den Ländern einfach das beibringt und sagt, es ist nicht
arrogant und ist nicht böse gemeint. Und die besseren Resultate erzielt er einfach mit Sachen wie macht DJ-Sets mit ihm, macht Meet and Greets mit ihm, verlost irgendwas mit ihm, mit Sachen, die man vielleicht nicht kaufen kann und baut darum eure Kampagnen auf. Das war am Anfang eine Gratwanderung, weil es wurde vielleicht als Arroganz ausgelegt, aber mit viel Transparenz und viel Gespräch haben wir das gedreht. Also es war dann kein Problem. Und jeder, der Robin dann getroffen hat persönlich, war ganz begeistert. Er hat gesagt, so ein netter Junge, so easy, down to earth, super positiv und das war dann gut. Der YouTube-Kanal von Robin ist ja einer der größten in Deutschland von einem Musiker, wenn nicht der größte sogar. Das heißt, wir sind immer angewiesen auf neues Bewegtbildmaterial, auf neues Bildmaterial. Wir haben früh angefangen, gute internationale Videos zu drehen, die einen Standard haben, Produktionsstandard der Weltklasse ist und eben das Investment auch da reingesteckt haben, weil das ein Tool war, was für Robin immer super funktioniert hat, die Musikvideos. Das kann man auch ohne Künstler, ohne dass der Künstler selber redet, weil er muss nur Musik machen und sagen, dass er spielt und dass er eigentlich auf Social Media da ist. Dann baut man eine Marke. Dann muss er nur sagen, dass die Musik gut bleibt. Er hat einen Hit geschossen, der in mehr als 50 Ländern auf 1 war, aber er hat halt auch danach geliefert und das in einem sehr, sehr kurzen Zeitraum. Dann fing die Arbeit an, die Gespräche mit Robin, an einfach den nächsten Track zu bauen. Es gab einen Song, der hieß Sunset. Der war 7 Minuten lang mit einem Saxophon, Instrumental-Hook-Part, aber kein Vocal. Und dann habe ich meinen Kollegen in England angerufen und habe gesagt, hey, ich suche für den Robin-Titel eine englische Topline, nennt sich das. Das heißt, das, was über den Instrumentalpart drüber geschrieben ist, die Melodie und der Text. Ich habe 3 verschiedene Toplines schreiben lassen und dann haben wir uns die angehört, haben einen Favoriten gehabt, haben den an Robin geschickt und an Stefan und haben dann gesagt, okay, der ist es. Und das ist dann das, was heute Sun Goes Down ist. Robin sent me Sun Goes Down and I listened to it and I really loved the track. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next. Ab dem Zeitpunkt, als sie es eingesungen hatte und man die ersten 8 Takte gehört hatte, wusste man, das ist der nächste Hit. I think my voice and his sort of music was a very big contrast, but it worked very well together, and I think it was very smart of him to do that. I really look up to his work ethic. Like, he works every day, non-stop traveling, performs at night, doesn't get that much sleep, and then writes tracks as well and produces himself. I really respect Robin for what he does. Also es ging von Waves dann zu Prayer, zum 3. Hit, 4. Hit und 5. Hit. Und das ist sehr ungewöhnlich eigentlich für einen Künstler in so kurzer Zeit. Das heißt, ich hatte schon so 2/3 des Albums hatte ich schon fertig und dann musste ich halt nur noch, weiß nicht, 4, 5 Tracks produzieren, bis das erste Album dann wirklich fertig war. Das Album Prayer, muss man dazu sagen, ist im Grunde ist es eine Compilation. Das sind ja nicht alle Titel auf dem Album reine Robin Schulz-Titel, sondern es sind auch Titel von Weggefährten von ihm, die er gut findet, die er zu dem Zeitpunkt als DJ aufgelegt hat und die einfach für den Moment eine Momentaufnahme dieses Genres waren. Ich habe mich eigentlich am meisten darüber gefreut, dass ich einfach ein Album rausbringen konnte. Das war für mich schon großartig. Und dass es dann noch gut funktioniert hat, das war halt dann perfekt. Dass ich das zum Beruf machen konnte oder durfte, freue ich mich sehr drüber. Ganz viele Leute wollen das oder möchten das oder träumen davon. Und ich habe halt alle Energie, die ich hatte, da reingesteckt und natürlich gehört da auch sehr viel Glück zu. Jetzt gebe ich mein Bestes, dass es auch so bleibt. Ich bin aufgeregt.
Servus. Hallo, grüß dich. Moin, Robin. Hi, Alex. Moin. Hallo. Hi. Susanne, freut mich. Natürlich ist es heutzutage wichtig, dass du deinen Künstler auch markentechnisch gut aufstellst. Die Zusammenarbeit mit Robin Schulz ist so entstanden, dass wir mit der Marke QS Design bei uns überlegt haben, wer könnte das richtige Testimonial, der richtige Markenbotschafter sein. Also ich war natürlich sehr überrascht, dass ein Modelabel auf mich oder auf uns zukommt. Dann der nächste Gedanke war, ob ich das jetzt komplett selber designen muss oder sowas. Ist natürlich nicht so, dass der an einem Zeichenbrett sitzt irgendwie und Sachen aufmalt, aber arbeitet eng mit den Designern zusammen und die ersten Stücke, die wir jetzt schon gesehen haben, sind wirklich sehr, sehr cool geworden. Wir würden jetzt gerne heute mal mit dir so die ersten Skizzen durchgehen. Am Ende des Tages, ja, QS Design bei Robin Schulz, das ist deine Kollektion, das ist das, was du magst, du sollst dich total wohlfühlen, also ganz ehrlich und frei von der Leber weg. Okay. Also ich bin nur halt total empfindlich, ne? Das ist das andere. Wir kamen da super auf einen Nenner. Die hatten ja schon ein paar Ideen gemacht und dann habe ich meine Ideen eingebracht. Und dann kam eins zum anderen und hat perfekt gepasst. Wir sind weder clean, noch sind wir irgendwie total aufgeräumt. Und wie gesagt, wir wollen niemanden verkleiden und haben uns natürlich auch überlegt, was könnte zu dir passen. Und haben ganz viel so, wir sagen immer so angestoßene Optiken, also viel so runtergewaschen. Ja, ja. Selbst wenn das mal hier so ein Logo-T-Shirt ist, das darf nie irgendwie super clean sein oder nie irgendwie spießig sein. Selbst mal so ein Parker, der... Ist das T-Shirt lang geschnitten? Oder? Das ist ein Tacken länger, genau. Ja. Wir haben viele lange Silhouetten. Ja, klar. Also tragen ja, wenn die irgendwie länger sind. Genau. Also nicht diese mega lang, diese Oversize, so dieses, so ein Zwischending. So, ne? Ja. Robin und auch sein Tourmanager Gena sind sehr modeaffin. Und das passt einfach total. Ja? Und es geht nicht immer darum, wer zahlt das meiste Geld, sondern zu wem passen wir am allerbesten. Natürlich wollen wir eben mit Robin zusammen eine Kollektion entwickeln, wo er auch seinen Stempel mit drauf gibt, also seine Persönlichkeit mit reingibt, was er gern trägt, weil er einfach eine Person ist, die das sehr gut verkörpert. Gibt es eigentlich Farben, die du nicht magst? Oder Farben, die du außer schwarz magst? Ja, genau. Eigentlich trage ich nur schwarz oder weiß. Ja. Deswegen siehst du auch hier kaum Farbe. Ja. Also wir haben ganz viel schwarz-weiß-grau, ja, genau, und so ein bisschen Oliv für so einen Parker oder so. Ne? Aber hätte ja sein können, dass du jetzt sagst, ich will jetzt hier irgendwie, weiß ich nicht, alles bunt haben oder so, dann müssen wir jetzt immer neu loslegen. Hätte uns gewundert, ne? Hätte uns gewundert. Weil wir haben schon ein bisschen Recherche gemacht, sowas nicht. Robin hat uns ja auch schon so ein paar Bilder geschickt und hat uns gesagt, was ihm gefallen könnte. Und damit konnten wir super arbeiten. Und das ist uns auch sehr, sehr wichtig. Weil wir wollen niemanden verkleiden. Wir wollen nicht, dass er dass auf irgendwas sein Name draufsteht, was er nicht ist. Dann gibt es halt auch so ein bisschen gemusterte Hosen, weiß ich jetzt nicht. Das ist nicht ganz so meins. Das ist nicht deins. Ja, das ist genau, weißt du, deswegen sitzen wir zusammen. Lieber ein bisschen schlichter, also das gefällt mir dann besser. Wir haben jetzt von ihm auch noch mal einiges an Input bekommen, wo er gesagt hat, das mag er weniger und das mag er mehr und hier und da kann er sich noch ein bisschen was vorstellen. Da werden wir natürlich mit unseren Teams reinarbeiten nochmal. Viele Cappies stehen mir nicht, die sind manchmal zu hoch und sowas und also in so einem Style, weißt du? Einfach, also schwarz ist sehr, sehr wichtig auf jeden Fall und vielleicht ein ganz kleines Logo, irgendwas, was Kleines, also nichts Großartiges, Auffälliges, sehr schlicht also. Das hat eigentlich total meine Erwartungen übertroffen, weil er genau das ausstrahlt, was ich mir gewünscht habe. Dieses Natürliche, das Nahbare, obwohl er jetzt wirklich so ein Superstar ist, konnte man mit ihm das ganz toll machen. Und mich hat auch fasziniert, mit wie viel Emotion er an die Stoffe gegangen ist, wie er das angefühlt hat, was er dazu gesagt hat. Also ich glaube, er hat ein ziemlich gutes Gefühl für Fashion und für Mode und auch ein Gefühl für das, was er tragen möchte und mit was es sich verbinden kann. Ja, gefällt mir sehr, sehr gut. Also, das freut uns. Habt ihr echt einen super Job gemacht und bin sehr zufrieden und bin gespannt, was noch kommt. Also, wir machen das. Freut uns. Ich glaube, jeder, der Robin Schulz trifft, wird erstmal nicht den Star treffen, sondern eigentlich einen ganz sympathischen, lockeren Typen, der er auch ist. Das ist einfach seine große Stärke. Er hat keine Sonderwünsche, er möchte nicht besonders behandelt werden. Er braucht auch nichts groß in seinen Backstage oder sonstiges. Im Club sind halt immer 1,5 Stunden angesagt, aber wenn die Leute cool sind, dann spiele ich auch 2 Stunden oder 2,5 oder es gab auch mal 3. Also es kommt immer drauf an. Ne? Also da geht es mir einfach um Spaß. Auf großen Festivals ist das natürlich so, da ist alles abgestimmt. Also ich habe meine Playlist vorbereitet, mein Team weiß das. Das heißt, wenn ich jetzt mit Headlights anfange, Sangros Down kommt danach und. Da sind die Visuals, die Lichter abgestimmt.
Aber es gibt natürlich noch einen Plan B, falls das Set nicht funktioniert. Dann spiele ich halt was Härteres. Und dann reagieren die Jungs, müssen sie halt, weil das halt ein super Team ist. Also die machen ihren Job super. Natürlich werde ich dann mit großen Augen erstmal angeguckt, was passiert jetzt so, weißt du, ich so, ey, die Leute wollen halt ein bisschen härter und dann müssen sie halt schnell darauf reagieren. Also ab und an spiele ich gerne da vorne, das heißt halt ein bisschen mehr Future House, halt ein bisschen mehr rotzigeren Sound, so. Also nicht unbedingt mehr melodischen Sound. Die Leute wollen gerne springen. Ist auch meistens auf großen Festivals so. Da spielt halt ein EDM-Act vor dir, der wirklich richtig Gas gegeben hat. Und dann komme ich da mit meinen Originalen an. Das funktioniert nicht so ganz so gut. Dann spielst du halt Remixe von deinem Originalen, dass es halt ein bisschen mehr nach vorne geht. Dankeschön! Jeder Club ist wie sein Wohnzimmer und wie er sich da bewegt und wie er sich da selbstbewusst fühlt und das ist sein Zuhause. Und auch mit Fans umzugehen ist für ihn total wie zu Hause sein mit Freunden. Es ist immer noch der gleiche Junge, der mit jedem ein Bier trinken würde, der um die Ecke kommt und zu jedem nett ist, was manchmal auch nervt. Wenn man dann irgendwie auf einmal zu dem aufs Hotelzimmer kommt, wer sind die denn alle hier? Ja, kenne ich auch nicht. Er ist verplant, ganz klar. Aber das ist gar nicht böswillig, sondern das ist einfach, weil er den Tag so ein bisschen genießt. Weil er ist ein Künstler, durch und durch. Ich glaube, dadurch, dass wir so viel unterwegs sind zusammen und schon wie so eine kleine Ehe irgendwie manchmal auch ist, wenn man sich irgendwie aneinander anpassen muss, man muss sich dran gewöhnen. Also, dass wir manchmal rüberkommen wie ein altes Ehepaar, das ist halt so. Also, wir sehen uns ja öfters, als wir unsere Freundinnen sehen. Oh, ich kann nicht mehr, Alter! Guck mal, das ist dein Gesicht bei mir, das ist krank. Das haben sie gestört. Robin ist auch jemand, der sich immer gerne viel Zeit lässt. Ja, das heißt, ich versuche ihn auch so ein bisschen, das ist immer so eine Manipulationssache. Wenn wir jetzt um 10:30 Uhr ein Pickup haben, dann sage ich ihm am besten um 9:30 Uhr. Was ist jetzt los hier? Müssen wir los oder was? Ja. Also der Genner ist sehr, sehr wichtig, nicht nur im Touralltag. Also wir sind sehr, sehr gute Freunde schon geworden. Natürlich, also er wird sein Job ist Tourmanager, aber das ist nicht nur alles, was er macht. Er macht ganz, ganz viel im Background, wovon ich manchmal noch nicht mal Wind bekomme. Und Genner ist ein ganz, ganz wichtiger Part in unserem Geschäft und auch für mich als Mensch. A couple of the assistants we work with are employed solely to say no to people. I would say we're getting at least 100 inquiries a week for him at any place in the world we have to say no to. Ich habe jetzt letztes Jahr, glaube ich, 230 Shows gespielt. Das heißt, wir waren ungefähr 260 Tage auf Tour. Er ist jung, er will es so, will einfach die Nummer 1 werden, das weiß ich. Hat er mir immer gesagt. It's very hard when a DJ is so successful and there's so many opportunities for them that they want to do and they want to create, and then you often find people get worn out. Das Privatleben leidet natürlich darunter und es zerrt am Körper, es zerrt im Kopf. Also das ist schon hart, aber ich wollte ja nichts anderes. Also so groß habe ich mir jetzt nicht vorgestellt, aber jetzt ist es so und ich liebe das und ich mache das mit voller Energie und mit Leidenschaft. We're certainly looking at how we can make sure that Robin has lots of off time as well as lots of intense working time as well.
craziest things we do in terms of routing are, you know, crazy transatlantic scenarios, which we try and cut down on because it's extremely tiring. Wenn man viel sieht, ist es schön, aber wenn man dann in 6 Tagen in 6 verschiedenen Ländern ist, dann schlaucht das. Morgens 6 Uhr, der Sonnenaufgang, wunderschön. Wir sind gerade aus dem Club gekommen. Auch das ist eine zusätzliche Herausforderung in dieser DJ-Welt, dass es einfach sehr, sehr späte Auftrittszeiten sind. Dass man teilweise erst morgens um 2, 3, 4 Uhr auf die Bühne geht und dann am nächsten Morgen eigentlich gleich schon weiter muss, um für den nächsten Tourtag einzurichten. Jetzt geht's von Brasilien aus nach Paraguay. Ich hab Bock und bin müde. Das Wichtigste ist, dass man, wenn man schon so viel reist, gut reist. Wenn man schon nie zu Hause schläft, dann gut schläft. Guck, wir gucken jetzt mal um. Genau. Ich glaube, wir haben ja was Feines. Geil. Und ja, ansonsten halt das macht, worauf man Lust hat und was man gerne mag. Ich glaube, wenn der Körper Schlaf braucht, dann nimmt er sich den auch. Mich wundert, dass sie teilweise noch wissen, wo sie sind, wenn sie aufwachen. Ja? Und wenn ich vom Festival komme oder vom Club, dann habe ich 3, 4 Stunden oder sowas. Dann muss ich los zum Flieger, dann penne ich da noch mal. Und wenn ich dann noch Zeit habe, im Hotel noch mal zu pennen, dann penne ich da auch noch mal 2 Stunden. Also es ist dann immer so ein Etappenschlaf. Also richtig erholt bist du dann halt nicht. Robin hat einmal jetzt vor kurzem gesagt, da waren wir länger unterwegs. Meint er, wenn man 5 Währungen im Portemonnaie hat, dann weiß man, dass man mal nach Hause sollte. What's that? She got cherry lips, angel eyes. She knows exactly how to tell lies. Das erste Album war so erfolgreich oder hat eigentlich ihn als Künstler aus dem Nichts komplett hochkatapultiert, auch weltweit hochkatapultiert, dass man natürlich überlegen musste, wie gehen wir jetzt das zweite Album an. Beim zweiten Album haben wir einfach von vorne angefangen. Dann ging es einfach darum, wir brauchen jetzt 15 Songs. Es war ja abzusehen, dass Robin nur noch um den ganzen Erdball fliegen wird und haben dann uns Unterstützung geholt von einem Produzententeam. Also das zweite Album wurde ja halt fast nur auf Tour produziert. Und da ist man natürlich sehr, sehr froh, dass man Hilfe hat, dass sie mit den Sängern ins Studio gehen und dass es da aufgenommen wird, weil das zeitlich einfach nicht mehr funktioniert. Klein David Guetta produziert das alles alleine, was er veröffentlicht. Wie soll er das machen? Das geht gar nicht. Und alle anderen eben auch nicht. Man muss dazu sagen, dass wir natürlich auch funktionierende Leute haben im Produktionsbereich, ja, die er auch vorher kannte und wo ich wusste, dass sie gut miteinander harmonieren würden, wo ich wusste, dass sie einfach fit sind. Dadurch ist die Zusammenarbeit mit Junks entstanden, ja? Also mit dem Dennis, dem Guido und dem Jürgen. Aber hört sich komplett anders an. Ruf cool, oder? Das ist halt gang und gäbe, dass man Unterstützung hat im Studio. Ist auch anders überhaupt nicht machbar, nicht durchführbar. Also bei dem, was die Jungs da abfeiern im Flugzeug, wie viele Shows die spielen pro Jahr, ist überhaupt nicht durchführbar. Also die ganze Arbeit völlig alleine zu machen. Alles, was veröffentlicht wird, geht durch seine Hände, geht durch seine Ohren, wird hin und her gespielt. Wir nennen das immer Ping-Pong, weil wir quasi per E-Mail MP3 Ping-Pong spielen. Er schickt was, wir schicken was zurück. Oder Telefonkonferenzen, was gut funktioniert. Der Robin ist schon ein Perfektionist. Also es wird sehr lange an den Songs gefeilt, bis man sagen kann, jetzt ist es auf dem Punkt. Im zweiten Album hat sich einfach ein kompletter roter Faden durchgesponnen. Das heißt, man hat jeden Song erkannt, dass einfach Robin Schulz ist.
Die Marketingstrategie beim zweiten Album war, wir müssen noch mehr Hits haben. Facebook und Multimedia, alles wichtig, ja, aber das Wichtigste ist immer noch Musik. Ein Schlüsselmedium ist das Radio. Die letzten 6 Singles von Robin Schulz waren alle Nummer 1 Airplay-Charts in Deutschland. Das heißt, Robin ist eigentlich der ungekrönte König im deutschen Radio. Und wenn du die Radios in der massiven Stärke am Start hast, dann ist es schon das Fundament für den Hit im Grunde. Viele Sachen, wie zum Beispiel Sugar, entstehen natürlich auch durch Zufall. Ja, was ja vor 10 Jahren mal ein Riesenhit war mit Baby Bash. Und das war schon ein wichtiger Track für uns. Auch mit dem Video, ein super Video dabei, wo wir auch Preise mitgewonnen haben. Ich kann mich noch daran erinnern, da war ich auf dem Weg zum Gig, saß ich im Auto und im Radio lief halt das Original wieder. Und dann habe ich mir gedacht, ey, da kann man doch irgendwie wieder was Neues, ja, eine neue Version halt rausmachen. Ne? Und ja, dann habe ich mich hingesetzt und dann ist Sugar entstanden. Ja. Robin hat ein Gefühl und ein Gespür dafür, was die Leute auf der Tanzfläche oder die Leute am Radio irgendwie hören wollen. Ein Gespür für Spirit, der in Nummern steckt, wo man es gar nicht vermutet teilweise, wo es erst umgesetzt werden muss, er aber schon erkannt hat und wir dann da sitzen und sagen, hey, er hat wieder mal recht gehabt. Ich habe einfach das gemacht, worauf ich Bock habe, so, weißt du? Und wenn ich Mucke produziere, dann fühle ich mich frei, dann fühle ich mich wohl, dann kann ich entspannen. Robin kann den Hit entdecken, das ist ein geiler Track, da müssen wir das und das und das und das machen. Das ist eigentlich meiner Meinung nach seine größte Gabe, ja, diese Sachen zu entdecken. Ich muss Laune kriegen. She got cherry lips, angel eyes. She knows exactly how to take. Wir sind mittlerweile das 3. Jahr auf Ibiza. Und das tolle Jahr dieses Jahr ist, dass wir erstmalig Fuck Me I'm Famous für David Guetta übernehmen. Das ist halt die größte Ehre, die einem zuteil werden kann, weil Fuck Me I'm Famous ist schon die größte Nacht der Insel. Ja, David Guetta ist halt die Nummer 1 in der Welt. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich erstmal einen Remix für ihn machen durfte. Beziehungsweise jetzt schon 2. He did 2 remixes for me. I think the remix he did for Dangerous was really, really special. Die Zusammenarbeit mit David Guetta und Robin ist eigentlich in den letzten 2 Jahren gewachsen. Ja? Man muss dazu sagen, wir haben das gleiche Umfeld. Wir sind beide bei der gleichen Plattenfirma, Warner. Und David und Robin sind beide bei der gleichen Booking-Agentur. Well, first I discovered Robin with the music on the internet, and I felt like he was very talented. I was surprised at the beginning by the music because it was like so much slower than me, but I thought it was very musical and I liked it. The first time we met in person was actually in my house because we're in the same label. So I've asked like, do you know about this guy? And they say, oh yeah, we just signed him. So then we met in my house here in Ibiza. Ja, da haben wir schon zusammen gegessen, sind danach noch ins Studio gegangen, weil sein Studio ist auch direkt im Haus. Bisschen versteckt. Unter seinem Garten gehst du so eine Treppe runter mit so 2 Tresortüren gehen da auf und alles, also richtig so ein Secret-Studio. Und ja, das war die erste Begegnung. Also wir haben uns direkt sympathisch gefunden, sind auf einen Nenner gekommen, musikalisch und alles. Hat einfach perfekt gepasst.
Das hieß also praktisch, dass wir angefangen haben, vor 2 Jahren ab und zu Vorprogramm zu machen vor David auf verschiedenen Touren. I love playing together with him. When we play a concert, it gives like a very special experience to people and it's not repetitive at all. We have a similar vision, but we have completely different music. Robin's toured with him all over the world. They did a Brazilian tour at the beginning of 2016 together, where they travelled together a bit. I'm really happy that that they've got to know each other and that they enjoy each other's company. Dass mich auf seinen Partys spielen lässt, dass mir die Fuck Me I'm Famous überlässt, das ist also eine ganz große Ehre für mich. Fuck Me I'm Famous ist das Schlachtschiff von David Guetta. Auch auf Ibiza, das ist die beste Nacht der Insel. The Fuck Me I'm Famous takeover parties happen because David Guetta specifically wanted Robin to do them. Es ist auch das erste Mal in der Geschichte von Fuck Me I'm Famous, dass mehrfach ein Künstler seine Party übernimmt. He's the perfect person to play Pasha when I'm not there. I think he felt that Robin was going to be the only DJ that would fill the club each week and sort of carry on the vibe of what Fuck Me I'm Famous was all about. Wir haben 6 Nummer-1-Hits hintereinander gehabt. Wir haben 150 Gold- und Platin-Singles in den letzten 2 Jahren gemacht. Und da sieht natürlich auch ein David Guetta, egal wie gut er den Robin findet, als Mensch, als Künstler, sieht natürlich auch ein ganz klar ein geschäftliches Ding dahinter. Ushuaia, Pasha, David Guetta, das sind ja alles Namen, von denen man früher geträumt hat, auch ein Robin Schulz. Und jetzt arbeiten wir so eng zusammen und machen super viele Sachen. Das ist schon alles crazy. Ich bin für alles offen. Diesmal bin ich für alles offen. Nur beige. Das ist geil. Die Silhouette, sag mal, was die gerne, Alter. Ich habe meine Links schon wieder vergessen, Alter. Das ist... Also sag, achso. Ja. Ja, machen wir gleich noch. Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe heute die Ehre, die Radio Echo... Na, siehst du? Kategorie schon vergessen. Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe heute die Ehre, die Kategorie Radio Echo anzusagen. Die Nominierten sind... Alle Dinge, die ihn betreffen, die ihn persönlich betreffen, wo er kommunizieren muss oder wo er zum Beispiel bei einer Award irgendwie einen Award sich abholen muss auf der Bühne, macht er einfach nicht gern. Ja? Er steht eigentlich nicht gerne im Mittelpunkt. Ja? Was ist los? Ich bin aufgeregt, ganz doll. Warum? Ja, warum? Ich bin aufgeregt. Weil heute ein wichtiger Tag ist. Wer war die Frau da? Und ich muss live was anmoderieren. Dann machst du schon. Ja. Es ist nicht so, dass der Robin da keinen Bock drauf hat. Ja? Aber es ist wirklich so, dass der Robin immer noch mega nervös ist bei solchen Sachen. Er hat einen unglaublichen Erfolg. Viele würden mit breiter Brust durch die Stadt laufen, aber er versteckt sich eigentlich so ein bisschen. Deswegen auch, ich glaube, das ist auch ein Grund, warum er sich sehr freut, dass er eine Sonnenbrille tragen kann, die zu seinem Markenzeichen geworden ist. Auf einmal bist du, bam, irgendein Superstar, so, weißt du? Aber ich bin kein Superstar, ich bin einfach ich, so wie immer. So. Für mich hat sich ja nur geändert, ja, dass ich viel rumkomme, dass ich meine Musik mehreren Leuten präsentiere als nur in Osnabrück oder so. Ich weiß, wie er ist. Und dass manchmal Sachen, die er machen muss, ich sehe dann in seinen Augen, wie ungern er die machen möchte. Ich sag auch mal, ey, Robin, wie kann das sein? Ey? Du stellst dich hier vor 60.000 Leuten ins Stadion, ja? Und bist Entertainer, bist der DJ, bist der Künstler, gibst hier Konzerte. Wenn man diese Kategorie an Erfolg momentan hat, muss er halt mal auf dem roten Teppich oder muss zumindest mal 1, 2 Statements, Interviews abgeben. Ach du Scheiße. Er geht dann immer zuerst zu den Fans und gibt Autogramme und unterhält sich auch mit allen und so weiter. Da kommt aber die erste Fernsehkamera an, ja, oder irgendjemand mit dem Mikrofon
Und der wird fast panisch. Ne? Freuen Sie sich auf Robin Schulz! Ich fühle mich dabei einfach nicht wohl. So. Also ich wollte immer nur Musik machen und will es jetzt immer noch. Und das ist das, wo ich mich wohlfühle und nicht. Ja, wenn man größer wird, gehört das anscheinend mit dazu. Also nicht anscheinend, es gehört mit dazu. Und ja, dann muss man halt manchmal die Arschbacken zusammenkneifen und solche Sachen machen. Dann werde ich jetzt eins mit der Rückwand und überlasse dir das Feld. Okay, und der Gewinner ist... Ich habe mir auch eigentlich was einfallen lassen, aber kurz vorher wurde das dann doch geändert. Und da war ich im Endeffekt sehr erleichtert, weil ich musste ja nur sagen, und der Gewinner ist... Joris! Das war's. Ja, unser nächster Preisträger ist so viel unterwegs, dass er die Beats für sein aktuelles Album komplett im Flugzeug programmiert hat. Die Rede ist von Robin Schulz. Weil es ja ein Sonderpreis so gesehen war, der erfolgreichste Deutsche im Ausland. Wir haben es geahnt, dass wir das werden würden, weil es gibt eigentlich keinen anderen in der Form, der so unterwegs ist. Bevor es dann auf die Bühne kam, dann kam der Klaus Meine an von Scorpions, hat eine Riesenrede gehalten und wo Robin halt unterwegs ist, von Südamerika und hier und das hat er verkauft und so weiter. Dass der einfach so nervös war, dreht mich um und sagt zu mir, ich will da jetzt gar nicht hoch. Ich sage, du musst da hochgehen, du kriegst jetzt einen Preis, also du kriegst ein Echo. Vielen, vielen Dank. Danke an Warner Music, danke an WePlay, danke an meine Familie, alle, die mich begleitet haben, an meine Fans. Vielen, vielen Dank. Es ist oft so, dass mich dann Leute fragen, ey, ist das Arroganz? Was ist das denn für ein Typ? Hat er es nicht nötig, hier was zu sagen? Es hat einfach schlicht und ergreifend gar nichts mit Arroganz oder mit keine Lust zu tun. Er freut sich. Er ist auch aufgeregt. Er freut sich auch da zu sein. Für ihn ist es eine Riesenehre. Und der Gewinner in der Kategorie Dance National ist Robin Schulz. Boah, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was ich sagen soll. Ist unglaublich. Ich sage einfach nur noch mal Dankeschön. Also ich glaube, es gibt einfach Menschen, die jetzt nicht unbedingt dafür gemacht sind und die nicht unbedingt die ganze Zeit im Rampenlicht stehen wollen und nicht immer über jeden roten Teppich und auf jeder Promi-Party sein müssen. Das ist nichts für mich so, weißt du? Ich bin normal und will auch immer normal bleiben. Ja, hi Mamuschka, dann wohne mal hier. Danke, danke. Ja, hast du dir das alles angeguckt? Ja, wieso? Mama sagt, das sah toll aus, das sah aus wie ein Scheich. Stefan muss lachen. Ja, ich war so aufgeregt. Ja, 2 Dinger damit, das wusste ich auch nicht. Also ich bin der Vertreter für deutsche Musik so gesehen im Ausland. Und das ist schon eine ganz große Ehre. Da habe ich mich echt gefreut. Ja, wir fahren ja morgen Mittag, morgen Abend fahren wir nach Hause. Und dann brauche ich, glaube ich, einen Tag Ruhe und dann, wie gesagt, treffen wir uns alle und stoßen darauf an. Alles klar. Ich dich auch. Bis dann. Ja, ciao, ciao. Ciao. Osnabrück ist für mich meine Heimat. Hier lebt meine Familie, hier leben meine Freunde. Wenn ich im Auto sitze Richtung Osnabrück, freue ich mich immer sehr, sehr drauf. Ja, das ist mein Ruhepol. Es ist halt auch einfach eine schöne Stadt. Wenn man da durch die Altstadt läuft, das ist schon schön. Man kennt jede Kneipe, man kennt jede Diskothek. Das ist einfach zu Hause. Das Schöne ist natürlich, dass ich nicht nur Osnabrück mag, sondern Osnabrück mich mag. Und ist auch was ganz Besonderes, dass man jetzt den Bürgermeister persönlich kennt, dass ich mich ins Goldene Buch eintragen durfte. Und das ist halt eine ganz große Ehre. Ach. Erschreckt? Ja, mein Sauklaue erkenne ich, dass es direkt... Ist das sozusagen Checkkartentauglich, oder? Ja. Tatsächlich? Ja, also wenn ich Autogramme gebe, sieht die ein bisschen anders aus. Mit denen kann man Spaß haben. Man nennt sich beim Vornamen und macht ein paar Späßchen zusammen oder sowas. Das ist schon ein sehr, sehr lockerer Typ. Bester Bürgermeister, ja. Wer im Goldenen Buch steht, ist nicht irgendwer. Robin Schulz, DJ, Produzent und Labelbesitzer aus Osnabrück. 22. Oktober 2014. Osnabrück ist halt alles für mich. Ich lebe hier, ich bin hier aufgewachsen und werde hier auch auf jeden Fall noch bleiben. Es ist eine gute Frage, warum Robin Schulz so heimatverbunden ist. Warum Osnabrück? Ganz ehrlich gesagt habe ich mich das auch gefragt. Aber es zeigt einfach auch so ein bisschen seinen Charakter.
Wenn man 360 Tage im Jahr unterwegs ist, dann freut man sich über 5 Tage, die man vielleicht zu Hause bei seiner Mama oder mit seinen Freunden verbringen kann. Und ich glaube, das ist Robin dann auch bewusst und so hatte das auch bewusst gewählt, dann halt sein Haus nicht irgendwo zu bauen oder zu kaufen, sondern das Ganze dann halt hier in Osnabrück zu machen. Robin weiß halt, wo er herkommt, was auch gut ist. Wo der da wohnt, das ist wunderschön. Aber ich sage mal aus Spaß, Hase und Igel sagen sich dann nicht gute Nacht. Die sind da schon weggezogen, weil zu wenig los war. Ich habe so viel Trubel, so viel Stress und alles. Und wenn ich dann nach Hause komme und hier gar nichts höre oder nur die Vögel zwitschern höre, das ist für mich Entspannung pur. Weil ich bin auf dem Land aufgewachsen und das ist für mich hier das richtige Leben. Einfach entspannen und wieder Kraft tanken. Er hat sich das verdient und das sei ihm gegönnt und das finde ich so toll. Ich habe so seit 1,5 Jahren, glaube ich, gesucht, also im Internet. Und das war komischerweise auch das erste Objekt, das wir uns live dann angeguckt haben. Und ich habe mich direkt drin verliebt. Er könnte theoretisch überall wohnen. Er könnte jetzt das ganze Jahr über nach Ibiza ziehen, nach Paris, London oder Los Angeles ziehen. Im Gegensatz zu dem, was er verdient, wirklich, ja, was natürlich an so Plattenverkäufen und mit Auftritten reinkommt, lebt er eigentlich wirklich noch bescheiden. So, das ist das Wohnzimmer erstmal hier. Wenn ich von der Tour komme, falle ich direkt gerade drauf hier und mache direkt einen Film an oder sowas. Hier entspanne ich auf jeden Fall. Wenn er wieder nach Hause kommt, schaltet er meistens auch sein Handy ab, checkt seine E-Mails nicht mehr so regelmäßig. Macht er so auch nicht, aber da macht er es dann umso weniger und schaltet sich eigentlich komplett von dieser ganzen, ich sag mal, Starwelt ab. Dann haben wir das Esszimmer hier. Hier bewirte ich meine Freunde, da ich ja sehr gerne koche. Wenn er die Zeit dazu hat, ne? So mal ein schönes Gulasch oder sowas, richtig so Hausmannskost. Er war letztens mit meinem Papa einkaufen und dann war der ganze Laden in heller Aufruhr, als er da reinkam. Erstmal Autogrammstunde und seitdem gehe halt nur noch ich einkaufen. Aber er macht mir dann eine Liste und er kocht dann. Aber ich mache das ja gerne, deswegen, also das ist für mich kein Problem so, ja. Ja, hier habe ich noch DJ-Equipment. Ich habe mir letztens ein paar Boxen geholt, ein bisschen dickere, weil ich hier ja sehr laut sein kann, wo wir keine Nachbarn haben. Deswegen macht es sehr, sehr viel Spaß, wenn man ein bisschen aufdrehen kann. Zu Hause ist ja da, wo die Familie ist und wo die Freunde sind. Und das kann mir kein anderer Ort geben. Und deswegen, und meine Freunde und meine Familie wohnen halt in Osnabrück oder um Osnabrück. Und das ist das Wichtigste so. Ja. Die Jungs von QRS, die sind sehr, sehr locker, sehr, sehr lustige und entspannte Leute auf jeden Fall. Die Kollektion ist direkt auf den Punkt getroffen, weil ich ja gerne abgerockte Sachen trage. Das heißt, Skinny Jeans oder hier, sei es jetzt nur so mit Chlorflecken, T-Shirts und. Also es ist schon wirklich auf den Punkt und ja, ich trage die natürlich sehr gerne sonst. Also ich habe ja mitentwickelt. Er hat wirklich alles immer so mit der Hand angegriffen. So wie wenn, ja, macht er total, als wenn er eigentlich aus der Branche käme. Es soll natürlich qualitativ hochwertig sein, also das ist ganz, ganz wichtig. Und ja, als ich dann die ersten Entwürfe gesehen habe, natürlich packen wir mal den Stoff an und guckt, was die da halt vordesignt haben. Da ist halt so ein klassischer Fotoprint. Hier haben wir es so ein bisschen reduziert, so ein bisschen grafischer, ein bisschen modern. Diesen Iconic Bomber mit diesen ganzen Patches, also wo wir für Mädels und für Jungs einmachen wollen, das fand er toll. Aber da hat das Gesicht verzogen. Ja, genau. Gell? Die Bomberjacke, die wir designt haben, finde ich sehr, sehr geil. Finde ich auch sehr, sehr cool. Das ist ein bisschen längerer Parker.
passt perfekt jetzt. Nachdem wir jetzt die ganze Konzeptionsphase hatten, unsere Protos angeleiert haben, Muster hatten, jede Menge Versuche gestartet haben, was Qualitäten, Prints und alles angeht, stehen wir jetzt hier vor den fertigen Kollektionen, einmal für die Herren, einmal für die Damen und sind wirklich extremst happy, was das Ergebnis angeht. Ich habe ja noch nicht die komplette Kollektion zu Hause, aber die ich zu Hause habe, die Klamotten, habe ich natürlich meinen Freunden gezeigt und die waren begeistert auf jeden Fall. Doch gut, ich bin auch gut. Wir wollen kein gestelltes Shooting haben. Dieses Gefühl dafür, wie man so eine Persönlichkeit darstellt und wie man den sozusagen am besten rausbringt, das haben gar nicht so viele. Da gibt es eine sehr berühmte Fotografin, das ist Ellen von Unwert. Hallo! Die kann das ganz perfekt, weil sie sehr viel Fashion-Fotografie macht. Auch mit dem Thema Celebrity, weil sie auch gewohnt ist, berühmte Musiker zum Beispiel zu fotografieren. Ja, also die ist schon eine Person für sich. Sie ist ja Modefotografin und ja, war schon was anderes. Also ich musste ein bisschen mehr Action machen und sie meinte so, ja tanz mal oder spring mal irgendwie rum und für mich war das halt so ungewohnt. Robin, it's good shape here. Robin's ready to dance. Nein. Professionelle Modelle, die wissen ja, was man macht. Aber wenn man jemanden wie Robin hat, der ja DJ ist und es nicht unbedingt gewohnt ist, ist es natürlich schwieriger, was aus ihm rauszuholen. Ich bin ja kein Model und dann hatte man halt mehrere Frauen, die halt die wirklich Models sind und die das echt super gemacht haben. Und du bist da halt mittendrin und irgendwie hat man sich nicht so wohl gefühlt, weil die wussten genau, wie man gucken muss oder irgendwie, ne? Aber am Ende, wenn man ein gutes Foto hat, hat es auch mehr Aussagekraft. Die Fotos, die ausgewählt wurden, waren sehr, 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 sehr geil. Sehr, sehr coole Sachen mit bei gewesen, ja. Jetzt ist eigentlich der Punkt erreicht, wo wir sagen, es ist alles durch, es ist alles auf dem Punkt fertig und wir sind happy mit den Kollektionen, alle Beteiligten. Und jetzt geht das Ganze halt in die Produktionsphase und in die Orderphase, damit es dann halt entsprechend in den nächsten Monaten halt in die Läden kommt. Wenn du mit einer geilen Marke zusammenarbeitest und ein geiles Endprodukt hast, macht das natürlich dich auch als Künstler größer. I think it's really nice to base yourself in Ibiza. I really try and encourage a lot of my DJs to actually sort of connect with this place. Letztes Jahr habe ich ja, glaube ich, nur 10 Shows hier gespielt. Dieses Jahr spiele ich 22. Und ja, dann haben wir uns ein Haus hier gemietet für 3 Monate. Und das ist die zweite oder die Heimat für den Sommer hier, ja. Wie geil ist das denn? Herrlich. Oder? Junge, das ist richtig nett. So, los geht's. dabei. Bei der Auswahl des Hauses war dem Robin wichtig, dass er ausreichend Platz hat, dass er Freunde auch einladen kann, dass genug Schlafzimmer da sind. Es durfte nicht so weit weg vom Ushuaia sein oder vom Pascha, aber trotzdem nicht direkt in der Partymeile. Das heißt, dass wir da auch ein bisschen, dass halt ein Ruhepol ist. The summer is mad and it's chaotic and there's a lot of tourists and madness going on. But there's something about spending a little bit of time here and sort of living that life, that kind of DJ dream where you can live on the island, you come to the club, you go home to your house, you get to go to the beach. Es gibt unfassbar schöne Restaurants hier, schöne Strände, mal ein Boot mieten und rausfahren. Also es gibt viele Möglichkeiten, die wir dann auch mal ausnutzen. Manchmal auch gut durchschlafen den Tag über, wenn die Nacht davor etwas länger war. When everything isn't yellow, will we still smile through broken glass and living for settle? Are we too deep for a
Robin und auch sein Tourmanager Gena, die haben schon auch ein Geschick dafür, dann schöne Sachen zu machen. Einfach mal einen schönen Tag genießen. Wenn du die Leute um dich hast, die einen gut tun oder deine Freunde halt, dann ist das einfach entspannt, da kann man abschalten. Natürlich spricht man ab und zu über das Geschäft und sowas, wenn man halt auf dem Boot sitzt, irgendwie einen Drink zusammennimmt, das ist ganz normal, aber wir reden auch über sonstige andere Sachen. Also ich kann da total abschalten und das tut einem wirklich gut, also man fährt halt ein bisschen runter. When everything isn't yellow, yellow, yellow. When everything isn't yellow, yellow. Das wird Eskalation, Alter. Das dritte Album ist in der Karriereplanung natürlich wichtig. Man muss sagen, dass wir sehr, sehr schnell sind mit Alben. Ja, wenn man die ganzen anderen Dance-Künstler sieht, gibt es keinen, der so oft Alben released. Ich gucke immer nach vorne. Ich setze mir immer neue Ziele und bin da auch, glaube ich, sehr, sehr ehrgeizig. Ich glaube, es ist immer Zeit für Veränderungen und Entwicklungen, solange die Veränderungen und Entwicklungen authentisch sind. Das ist bei Robin natürlich so, dass er als DJ permanent die Antenne da draußen hat und merkt, wohin geht der Sound, wie verändert sich der Sound. Der klassische Deep House Sound, den wir bei Prayer hatten, ist heute ein anderer Sound. Und das ist das, was Robin jeden Tag aufsaugt, was er jeden Tag in sich trägt und wälzt und was wir dann versuchen zu verstärken und was wir in dieses Album gießen werden. Das heißt, dass man vielleicht Songs hört, wo man nicht direkt raus hört, oh, ist das jetzt von Robin Schulz oder nicht? Wo man sagt, boah, das hätte ich von dem Bengel nicht erwartet. So. Robin Schulz. And while I was away in the US, they told me that they killed it during the entire month of September. And by the way, we should make a special announcement. I think this is the right opportunity. Here is only special people that Robin and I, we're going to make a record together very soon. Yes, we are working on a record together, and I think it's absolutely massive. So this is like one of the most exciting things for me for the year to come. Das neue Lied Shed Light kam so zustande, dass wir in Brasilien beim Tomorrowland Festival waren. Ich stand mit Robin und Gena da rum, und auf einmal kam David ganz aufgeregt rein. Oh, shit. Ah, man. How are you? I was telling him, I think I have something for us. Yes, I think the big song, really big. Okay. Wir haben uns dann Shed Light zusammen alle am Handy angehört, beziehungsweise die Rohversion des Liedes, was natürlich noch komplett anders ist, als wie man sich das vorstellt. Also es war kein Instrumental drunter, nur halt eine Clap von der Geschwindigkeit, damit man weiß, wie man damit was anfangen kann. All that I'm asking for is forgiveness. Are you even listening? Am I talking to myself again? Das hat er mir vorgespielt und meinte, komm, wir machen mal eine Nummer raus. It's very strange because our music is completely different, but like when I listen to his music, I kind of relate. Und das harmoniert halt mit dem Robin Schulz und David Guetta sehr, sehr, sehr gut. Und dann ging es halt weiter. Die beiden haben sich den Song immer hin und her geschickt. Robin hat das erste Demo gemacht, David fand's gut. Ich habe die Vocals gekriegt, ich habe eine Melodie gemacht, habe die Melodie rübergeschickt. Er hat sie noch mal richtig einspielen lassen, hat da noch ein paar Sachen draufgebaut, hat mir das wieder rübergeschickt, ob ich damit einverstanden bin. Und ja, so kam dann eins zum anderen. Was haben wir denn hier noch? Jetzt kommt das Piano. Ja, da kommt dann richtig Drive. Ja, der Kisak, also, das macht den Groove halt auch rein, ne? Ja, unterstützt extrem auch den Groove. So ein bisschen Nachrichtenfeeling. Ich glaube, David hat sich auch eine Sache dabei gedacht. Er hat ja den ersten Schritt gemacht und
Er hat mir einfach freie Hand gelassen. Das Gute ist, so die Nummer packt nicht direkt alles auf den Tisch. Sie baut sich wirklich sehr, sehr langsam auf, mit den Vocals, mit den Streichern und dann kommt der Break. Dann geht's halt richtig los. Also da ist zum Beispiel ein Moment, wenn man das auf dem Festival oder im Club spielen würde, wo die Leute halt abgehen würden. Ja, da bremst er uns auch immer sehr ein, weil da kommt echt der DJ durch. Und Ja. nicht alles auf den Tisch legen. Ja, ja. Natürlich, es muss langsam anfangen. Geschenke langsam auspacken. Ja. Ja. This is gonna be me and Robin Schulz. You're the first to hear this. Why are you keeping me at a distance? Jetzt haben wir eine super Nummer zusammen gemacht. Also ich bin da sehr zufrieden und David natürlich auch. He's a musical person. There's always an emotional part in his music, which is what I do. I want people to dance, but with an emotion at the same time. Da ist jetzt eine Producer-Kollaboration rausgekommen, eine neue Single für Robin, die Cheatcodes featured an den Vocals. Ein amerikanischer, auch Electronic-Act. Also es ist wirklich so eine Supergroup, hätte man sie in den 70ern genannt, jetzt für House und Deep House, auf einer Single vereint. Jetzt geht die Kanone los. Dass die beiden so eng zusammenarbeiten, ist eine große Ehre, ein Ritterschlag für Robin. Wir sind natürlich stolz von Warner Music, dass wir diese Zusammenarbeit veröffentlichen dürfen. Das Wichtigste bei Shed Light ist, das ist ein Riesentrack, die Produktion ist super und das ist einfach ein Hit. Und dass David Guetta und Robin Schulz jetzt draufstehen, das ist einfach das Sahnebonbon dafür. Tomorrowland ist natürlich zu der heutigen Zeit das größte Festival, was es weltweit gibt in der elektronischen Musik. Das ist auch das Schöne, dass jetzt vor 2 Jahren auch ein Festival Tomorrowland erkannt hat, wo der Trend eigentlich hingeht. Wieder zu guten Songs, zu guter Musik, wo Robin Schulz natürlich einer der Galionsfiguren ist mit 2, 3 anderen Leuten. Wir haben da 2 super Jahre hintereinander gehabt, wo Robin auch mit Headliner war. Let's welcome Robin Schulz. Meine größte Tomorrowland-Erfahrung war in Brasilien, weil ich da auf der Mainstage gespielt habe. Und da ging mir aber die Pumpe. Also das war wirklich, ich glaube, ich weiß nicht, wie viel vor der Bühne waren, 70.000 oder sowas. Und das war natürlich, also kann man nicht beschreiben. But the great thing about Robin is if you put him in a higher position, you know when he plays as a DJ, he's going to absolutely deliver. Da war Robins Auftritt bombastisch. Ich würde sagen, im Jahr 2016 der beste Gig, den ich miterlebt habe. Also von der Stimmung her und die Euphorie von den Menschen. Wie groß die Bühne war und sowas. Das ist schon, da ist man ja so eine Puppenfigur. Weißt du, auf so einer riesen Bühne. Das ist unglaublich, wirklich. Ich habe mit Robin letztens noch geredet und auch mit allen mal so Revue passieren lassen, was so passiert ist in den 3 Jahren, wo wir jetzt zusammenarbeiten. Auch Robin hätte sich das niemals erträumen lassen, was er bis heute geschafft hat. Angst vor der Zukunft habe ich nicht. Natürlich macht man sich Gedanken darum, aber ich glaube, wenn man immer hart arbeitet und immer präsent ist und einfach das macht, worauf man Bock hat und was man liebt musikalisch, dann klappt das auch. Ich glaube, wir haben gute Weichen gestellt, wir haben ein super Team um uns herum. If Robin wants to go as high as he can get there. He's going to connect with more and more people all over the world. Alles kann noch schneller, noch weiter und noch höher gehen. Ich glaube, es wird noch ziemlich legendär. Ich
Ich gebe einfach 110% immer, in allen Sachen jetzt. Früher war ich nicht so, aber jetzt weiß ich, dass man mit viel Kraft, mit viel Herz, mit einem sehr guten Team natürlich auch, die mich sehr unterstützen, dass man sehr große Sachen bewegen kann. Und bis jetzt, das ist noch nicht alles. Das ist erst gerade der Anfang. Keeping me at a distance. All that I'm asking for is forgiveness. Are you even listening? Am I talking to myself again? I keep on staring up at the ceiling, waiting for you to give me some kind of reason. Are you even listening? Am I talking to myself again? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Don't leave me here in the dark where it's hard to see. Show me your heart, shed a light on me. If you love me, say so. If you love me, say so. You never answer. I try to talk, you keep on dancing. I can feel you on my skin, but am I only dancing with the wind? And I know you don't owe me your love, and I know that you don't owe me nothing at all. Ain't no way I'm giving up on you. Don't leave me here in the dark where it's hard to see. Show me your heart, shed a light on me. If you love me, say so. If you love me, say so. If you love me, say something. You know I can't live without you. I'm on my knees. Where are you now? Shed a light on me. If you love me, say so. If you love me, say so. If you love me, say so.